Diese Schlagzeilen heute Morgen zum Benzinpreis, mal ganz ehrlich unter uns. Hast du dich da nicht auch gefragt, ob die Realität an der Zapfsäule und das, was wir in den Nachrichten lesen, überhaupt noch zusammenpassen? Es ist beunruhigend, wie hier mit unseren Erwartungen gespielt wird. Aber viel wichtiger, wie geht es dir eigentlich persönlich damit? Was denkst du darüber? Schön, dass du da bist. Wir schauen jetzt gemeinsam hinter diesen Glitch und suchen nach der Wahrheit. Denn am Ende geht es darum, dass wir uns weniger darüber aufregen, sondern verstehen, was wirklich passiert, damit wir uns nicht mehr so leicht steuern lassen. Fangen wir an. Die Benzinfalle. Warum Preise nicht mehr sinken? Kommen wir zum Benzinpreis und dem eigentlichen Skandal hinter der 12-Uhr-Regel. Wusstet ihr, dass die Tankstellenbetreiber den Preis nur einmal am Tag erhöhen dürfen? Das klingt nach Schutz, ist aber in Wahrheit eine Falle für unsere Portemonnaie. Hier ist der Clou. Weil der Betreiber weiß, dass er den Preis nach 12 Uhr nicht mehr anheben darf, setzt er ihn mittags extrem hoch an, als Sicherheitspuffer. Und jetzt kommt der Punkt, der uns alle Geld kostet. Selbst wenn der Ölpreis am Nachmittag am Weltmarkt massiv sinkt, wird die Tankstelle den Preis nicht senken. Warum? Weil der Betreiber Angst hat. Wenn er den Preis einmal senkt und der Marktpreis danach wieder steigt, darf er gesetzlich nicht mehr nach oben korrigieren. Er würde also Verluste machen. Das Ergebnis? Die Preise bleiben den ganzen Tag künstlich oben hängen. Wir profitieren überhaupt nicht mehr von sinkenden Marktpreisen, weil das Gesetz den Wettbewerb eingefroren hat. Entlarven wir die Politik. Die Regierung hat ein System geschaffen, das das Absenken der Preise faktisch verhindert. Man verkauft uns das als Verbraucherschutz, aber in der Realität sorgt es dafür, dass wir immer den Höchstpreis zahlen, während die Konzerne ihre Risiken auf uns abwälzen. Schlagen wir die Brücke zur Geschichte. Es ist das Prinzip der Mangelverwaltung. Man gibt den Menschen starre Regeln vor, die angeblich der Ordnung dienen, aber in Wahrheit nur dazu führen, dass der Bürger die Zeche zahlt und der Staat über die Steuern mitverdient. Wer die Menschen in solchen starren Systemen zwingt, nimmt ihnen die Freiheit, am Markt wirklich teilzunehmen. Wie geht es dir eigentlich damit? Fühlst du dich geschützt? Oder merkst du jetzt, dass dieses Gesetz eigentlich nur dafür sorgt, dass dein Geldbeutel leerer wird? Was denkst du darüber? Kommen wir zu dem ICE-Fall, das System der Dauerdiagnose. Schauen wir uns den ICE-Fall und die Berichterstattung der dpa nochmal ganz genau an. Es ist ja fast schon erstaunlich, in den letzten Jahren sind in Deutschland zahlreiche Anschläge passiert. Und stellt euch mal eine Frage. Wie oft haben wir innerhalb von kürzester Zeit gehört, der Täter sei psychisch krank? Fast jedes Mal. Als Politologe sage ich euch, das ist eine statistische Absurdität. Aber es ist eine hochwirksame politische Waffe. Warum? Weil die Diagnose psychisch krank der perfekte Maulkorb für die Debatte ist. Wenn jemand krank ist, dann gibt er kein politisches Motiv. Wenn es kein Motiv gibt, dann gibt es auch kein Politikerversagen. Dann müssen wir nicht über offene Grenzen sprechen, nicht über gescheiterte Integration und nicht über Sicherheitslücken, die seit Jahren bekannt sind. Indem man die Tat pathologisiert, also zum medizinischen Fall macht,
wäscht die Politik ihre Hände in Unschuld. Man schiebt die Verantwortung von den Ministerien in die Psychiatrie. Und das ist das Gefährliche. Wir kennen das aus dunklen Zeiten der Geschichte. Wer dem System nicht passt oder wer Taten begeht, die das politische Narrativ stören, wird für unzurechnungsfähig erklärt. So muss man sich mit diesem Warum nicht mehr auseinandersetzen. Man sperrt die Wahrheit einfach hinter Klinikmauern weg. Wie geht es dir damit? Hast du nicht auch das Gefühl, dass uns hier jedes Mal das gleiche Märchen erzählt wird, nur damit niemand in Berlin die Verantwortung übernehmen muss? Was denkst du? Ist das noch Information oder ist das organisierte Verantwortungslosigkeit? Dankeschön.